mit den Hausaufgaben. Was machst du? Ja, schau her. Ich hab da von einem Bekannten zu meinem Geburtstag einen Film geschenkt gekriegt. Mali heißt der. Ja, der handelt von der Hohenester. Ja, der Film, der spielt in Deisenhofen. Da schau mal her. Ja, früher hat Deisenhofen ganz anders ausgeschaut. Und die Leute, ja, die haben früher auch ganz anders ausgeschaut als wir heute. Hohenester, die Wunderheilerin von Deisenhofen. Komm schon, Marschall. Das ist ja unglaublich. Mein Wagen bereit? Jawohl, Herr Assessor. Sie warten auf meine Befehle. Der Zugriff muss völlig überraschend kommen. Jawohl, Herr Assessor. Wer ist denn das, die Hohenester? Ja, das war eine Heilpraktikerin. Vor über 100 Jahren sind da viele Leute mit dem Zug zum Bahnhof nach Deisenhofen gefahren, um sich von ihr untersuchen zu lassen. Gibt es den Bahnhof denn schon so lange? Ja. Und durch den Bahnhof ist Deisenhofen und Oberhaching erst so stark gewachsen. Sonst wäre es bei uns halt viel ruhiger. Im Jahre 1857 brach für die Gemeinde ein neues Zeitalter an. Am 31. Oktober hielt der erste Zug am Bahnhof Deisenhofen. Die Bahn verband die Hachinger stärker mit der wachsenden Metropole München. Die Großstädter ihrerseits begannen die Reize des Umlandes zu schätzen. Wohlhabende leisteten sich ein Wochenendhaus oder ließen sich ganz in Oberhaching nieder. Die Gemeinde wurde außerdem ein beliebtes Ausflugsziel. Als an einem heißen Sommertag die Biervorräte zu Neige gingen, ließ der Wirt der Kugleralm das Bier mit Limonade strecken. Die Radlermass war geboren. Doch die Leute kamen noch aus anderen Gründen nach Oberhaching. Seit 1861 wohnte hier Amalie Hohenester, besser bekannt als die Doktorbäuerin. Sie war eine Naturheilkundlerin und behandelte bald bis zu 50 Patienten am Tag. Als die Behörden ihr das Praktizieren wegen Kurpfuscherei verboten, ließ sie sich die Urinproben ihrer Patienten eben per Bahn zuschicken. Zeitgleich mit der Bahn eröffnete in Oberhaching das erste Postamt. Die Briefe wurden noch zu Fuß ausgetragen, auf manchen Touren über 20 Kilometer weit. Denn das Postamt versorgte auch Taufkirchen, Unterhaching, Grünwald, Deining, Straßlach und Oberbiberg. Wegen Platzmangels zog die Post 1929 vom Bahnhof in ihr eigenes Gebäude um, wo sie noch heute zu finden ist. Die Nachbargemeinden bekamen ab 1896 eigene Postämter. Außerdem wurden sie zu selbstständigen Pfarreien erhoben. Taufkirchen machte 1909 den Anfang, Unterhaching und Grünwald folgten 1922. Die Protestanten in Oberhaching weihten 1934 ihre Kirche ein und mussten ihre Gottesdienste nun nicht mehr in Privathäusern feiern. Um die Jahrhundertwende hielt auch der technische Fortschritt verstärkt Einzug in Oberhaching. Im Jahre 1898 verband eine zweite Bahnlinie die nunmehr 1300 Einwohner mit dem Ostbahnhof. Strom, Telefon und fließendes Wasser waren nun auf dem Land kein Luxus mehr. Eine aus dem Gleißental gespeiste Wasserversorgung ging 1902 in Betrieb. Ab 1911 gab es in der Thiesinstraße eine Werkstätte für motorisierte Zweiräder, die später auch Automobile reparierten. Schon 1917 ließ sich ein Elektriker am Ort nieder. Und 1924 backte Alfred Batscheider sein erstes Brot. Trotzdem war Oberhaching noch stark bäuerlich geprägt und kaum industrialisiert. Lediglich einige Sägewerke entstanden, die das Holz aus den großflächigen Wäldern verarbeiteten. Doch es gab auch Plagen und Katastrophen. Um 1891 fiel der Birkenspinner über den Wald her und verursachte großen Schaden. An die 2500 Arbeiter waren monatelang mit der Bekämpfung beschäftigt.
Dazu suchten Brände Oberhaching heim. Das verheerendste Feuer brach 1895 aus. 7 Häuser in der Hahelinga-Straße brannten nieder, weil Kinder gezündelt hatten. Das Eingreifen der seit 1870 bestehenden Freiwilligen Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Weit größeres Leid brachten die Kriege der Bevölkerung. Schon 1870 gegen Frankreich hatte Oberhaching Tote zu beklagen. Für die Gefallenen errichtete man am Kirchplatz ein Kriegerdenkmal. Der Erste Weltkrieg mit seinen schrecklichen Stellungskämpfen kostete 74 Oberhachingern das Leben. Es folgte eine Zeit der Not und politischen Wirren, wovon die Gemeinde aber weit weniger betroffen war als die Stadt München. Das änderte sich jedoch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, denen in Oberhaching sowohl Begeisterung als auch Skepsis entgegengebracht wurde. Schon im ersten Jahr ihrer Herrschaft setzten sie den Oberhachinger Bürgermeister Josef Müller ab, der sich weigerte, der NSDAP beizutreten. Auch die Oberhachinger Pfarrer waren Gegner der Nazis. Im Jahr 1941 ließ das bayerische Innenministerium die Schulkreuze entfernen. Der Oberhachinger Polizeichef Koppler schrieb über die darauffolgende Sonntagsmesse einen verfälschenden Bericht, worauf Pfarrer Huber festgenommen wurde und 5 Wochen in Gestapohaft verbrachte. Dieses Schicksal und ein schlimmeres blieb der einzigen jüdischen Bürgerin der Gemeinde erspart. Als Frau Hermann im Frühjahr 1945 deportiert werden sollte, konnte sie bei einer Oberhachinger Familie Unterschlupf finden. Ihr Mann durfte sein Amt als Gemeinderat nicht mehr ausüben und verlor vorübergehend sogar seine Stellung. Die Tätigkeit eines in Oberhaching wohnenden Bürgers war besonders eng mit der Nazizeit verknüpft. Johann Reichert war der letzte bayerische Scharfrichter. An seinem Beruf kamen ihm keine moralischen Zweifel. Auch nicht, als er die Widerstandskämpfer der Weißen Rose hinrichtete. Nach dem Krieg vollstreckte er dann die Todesurteile gegen Kriegsverbrecher. Als die Todesstrafe 1949 abgeschafft wurde, hatte Reichert 3165 Todesurteile exekutiert. Beim Ausbruch des Krieges 1939 ahnten wohl wenige, wie teuer sie Hitlers Wahn zu stehen kommen würde. Über 200 Männer aus der Gemeinde fielen. Bei Luftangriffen auf Oberhaching im Jahre 1944 kamen 2 Menschen ums Leben. Angesichts der Aussichtslosigkeit des Krieges entschied sich ein junger Hauptmann aus Deisenhofen, nicht mehr tatenlos zuzusehen. Rupprecht Gerngroß gründete mit Gleichgesinnten die Freiheitsaktion Bayern, die FAB. Diese plante, die lokalen NS-Vertreter zu entmachten, um eine kampflose Übergabe Südbayerns an die Amerikaner zu erreichen. 4 Tage vor Kriegsende besetzte die FAB einige Rundfunksender und forderte zum Umsturz auf. In Oberhaching nahmen FAB-Männer den NSDAP-Ortsgruppenleiter gefangen und sperrten ihn beim Weißbräu in den Saustall. Da die Nazis aber mit Erschießungen drohten, musste die FAB ihre Gefangenen wieder freilassen. Am 30. April 1945 nahmen die Amerikaner München ein. Auch in Oberhaching bereitete man sich auf eine baldige Übergabe vor. Doch noch immer harrten einige Wehrmachtsangehörige am Ort aus, die nicht aufgeben wollten. Deshalb bat der Pfarrer Wackerl den Kommandanten in der Abhörstation W13 am Büchel, keinen sinnlosen Widerstand zu leisten. Dieser weigerte sich und drohte jeden zu erschießen, der die weiße Fahne zeigt. Aber schon wenig später flüchtete er Richtung Süden. Die Oberhachinger hissten die weißen Flaggen. Hans Stelzer und Theo Thaller fuhren gegen 5 Uhr früh Richtung Grünwald, wo die Amerikaner inzwischen standen. Bald trafen sie auf Soldaten und erklärten die kampflose Übergabe der Ortschaft. Gemeinsam fuhr man Richtung Oberhaching zurück und um 8:45 Uhr fand im Rathaus die offizielle Übergabe der Gemeinde statt. Damit war der Krieg für Oberhaching zu Ende.